to English briefly for my English audience. So we made it, or I made it, to the ham radio, and I have Jürgen here. So he's streaming live, so we can fight against each other now. But you will see my video maybe a few weeks later until I have edited it. So you were already here yesterday and made a tour through the flea market, I think, yeah? I made a tour to everything, to everywhere. And I did a 360 video, which I will put online next week. And you saw the live streams, so yeah. And I got a lot of good response. Thanks for watching, folks, and thanks for the nice words. It's great to have you on the channel. Yeah, and we are at least I am the amateur YouTuber, and I'm pretty sure the pros, you know, Funkwelle and so on, are also He's here, yeah. running around with proper camera equipment. But hey, you have to start somewhere, yeah? He's filming with the iPhone. Okay, also, yeah, iPhone is also pretty good quality. I pondered if I should bring my big Panasonic, but then I thought I always worry about the heavy camera and the lenses and it getting stolen and something banging in the case. And then I thought, okay, let's try with the Insta-1R and see if it goes. We are amateurs. Exactly. It's amateur radio. And I don't know if audio works, so if it doesn't work, then I have to put the text on afterwards, and I've lost your audio completely. I have a second amateur radio and amateur YouTube. Exactly. Yeah. So shall we wander around, or? Yeah. Okay, then. I follow you. I turn the camera around again. Let me retract. How do you like the gimbal? I like it. Hold on a second. There we go. I like the gimbal. Marked in gimbal. I haven't looked in the manual yet, so I'm not sure what I'm doing here. I think this is the proper mode. This is the mode to go. It's nice. Well stabilized. Nice. Yeah, my big camera has how is it called in Panasonic? IOS, so in camera lens stabilization. So the whole lens thingy is moving around to stabilize. So I didn't get a gimbal yet, or I didn't see the need for one yet. Anyway, I film mostly in my shack, some boring DIY project, so camera stabilization is not so important. Your projects are so far away Sigland, from do we get a good price for a Sigland spectrum analyzer? Wow, look at this, guys. Hi folks, good morning. Good morning everybody, guten Morgen aus Friedrichshafen. I have to be careful, I always fall back to English. Ich muss mehr in Deutsch machen. Ja. Habe ich mir sagen lassen. Ich werde mir das zu Herzen nehmen, Freunde. Ich probiere das heute auch mal, zweisprachig, aber mal schauen. Gestern waren es kurz einmal 50 Zuschauer gleichzeitig. Gut, ja, ich bin offline. Ich habe nicht einmal einen Laptop mitgenommen, sicherheitshalber. Ja, ich auch nicht. Sonst fange ich bloß an, Videos zu editieren. Darum hatte ich gestern Probleme, da in den Discord reinzukommen. Ich war da noch nicht drinnen, aber I recovered my Discord credentials yesterday from my brain computer. Yeah, I didn't get myself over to buy a Sigland Spectrum analyzer, but one of these nice up to 3 gigahertz modules would be a nice tool to have in the shack. Yeah, definitely. If you have the space, I don't. Yeah, for you know, QO100 is also interesting, and then I thought, hey, when you tweak your filters or stuff, a nice 3 gigahertz spectrum analyzer or VNA would be a nice thing to have. Yeah, that's for sure. Okay, speaking about QO100, I think I see 13 centimeter amplifiers here at this stand. Hi, good morning. Also auf 10 Metern haben wir ja 40 Meter. Alles gut. Eigentlich ist oben alles funktioniert. Wie läuft das Geschäft? Wir haben keine Wir haben gerade mal angefangen. Ja, 5 Minuten nach heiß. Ja, es haben sich also jetzt die Mausetasten sind in Konzession für jemand anderes. Ja. Aber der Rest ist alles im Labor der Universität Münster selber gebaut. Ja. Bis dann, ne? Ciao. Und einige interessierten sich auch für die
GPS-Antennenbausatz, den man so oben aufs Auto setzen kann oder aufs Dach oder sonst wie. Die haben wir leider nicht da, aber wir können den Leuten weiterhelfen mit Informationen, mit Material. Ja, irgendwo eine Karte, die ich mit abfilmen kann hier. Mit der Adresse oder mit der E-Mail-Adresse oder. Good morning, Steve. Hi, nice to meet you. Nice to have you on the stream. Guten Morgen, Freunde. I was told I have to do more English. More German content. Darf ich dir das anstecken? Dann hör mal deinen Text auch. Danke, ja, steckst du das an? So, So, nun bin ich verkabelt. so if that works, you also have Jürgen's audio now with the second receiver. And I don't know how long the battery lasts here on this Insta One R, but if it is that, I have to get the solar panel out and recharge it in the sun. At least that was the plan. Merkt euch das? E-Mail-Adresse auch drauf? Ja, hier. Here we go. Darfst du mir auch zeigen? Gut, danke schön. Ich werde die Links und das werde ich dann nachträglich in die Beschreibung auf YouTube reinschreiben. Ihr seid online übrigens. Ja. Ihr seid live auf Ja. YouTube. Achso, nein, Ja, ja. nicht nur für später auf. Nein, für später doch auch. Ja. Für später. Die Geräte sind von Ingenieuren, von Studenten zertifiziert worden, haben auch jede einzelne ein korrektes Diagramm, die Überpassfilter, die Bandfilter, jeder individuelles. Okay, I think I'll pick up one of these flyers. Ich glaube, es ist halt zwar schon in Serie produziert, aber nicht massenhaft. Ja. Eine Manufaktur. Ja. Ja. Ne, im doppelten Sinne des Wortes Handwerk. Ja. Ja, und das ist. Ja, das ist. Läuft das noch? Das läuft doch, ja. Ja. Der kann, Das läuft jetzt wir noch. haben jetzt nicht den Umsatz wie Yaesu oder Icon. Ja. Ja, aber es kommen hier andere Hochschulen vorbei, es kommen Privatleute vorbei, die sich hochwertig dafür interessieren. Manchmal auch. Genau. Nein, wir machen das jetzt hier nicht, um Millionen zu verdienen. Ja, aber wenn man das Equipment an der Hochschule hat oder so, dann ist Ja. doch tolle Sache, oder? Das sind zum Teil Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, die dann, warum soll man die nicht auch mal kommerziell benutzen Genau. dürfen? Ja? Und ich glaube, die Antenne, die könnte ein Hit werden, habe ich jetzt so im Gespür, sage ich jetzt mal. Die GPS-Antenne Und womit? hier. Mit Recht. Genau. Ja, nee, aber es ist, ich bin jetzt pensioniert, aber ich war da auch mal Student und ich sagen, es hat tierisch Spaß gemacht. Ja, ja. Die Geräte, die wir vor 40 Jahren gebaut haben, die waren etwas größer. Ich halte dir das mal hin, dann Ja, hört man dich mach auch. ich gerne. Ja. Da kommt meine alte Zeit beim Norddeutschen Rundfunk wieder raus. Genau. Aber das haben wir gerne auch damals als Studenten gemacht, dass man sehen konnte, dass man nicht nur für eine damals bei uns Diplomarbeit, heute Masterarbeit arbeitet, sondern dass es auch wirklich kommerziell und auch für Amateurfunker oder auch kommerzielle Unternehmen einen Sinn macht. Genau. Ja, das ist doch toll. Super. Ja, das ist, man konnte sein eigenes Werk, das, was man selber mal entwickelt hat, woanders im Einsatz wiedersehen. Genau, also ich Das mache fand ich schon. ich mache ja im tagtäglichen Beruf Software und da ist manchmal schwierig, gleich das Ergebnis zu sehen. Ja. Also bei den, ich sage mal so, bei den Arbeitern, die dann bloß irgendwie was Finanzielles machen oder irgendwie Verwaltungsaufgaben, ist es ja noch schlimmer. Aber ich finde es immer schön, wenn man Hardware in der Hand hat und am Ende des Tages leuchtet die LED oder die richtige Kurve auf dem Oszilloskop oder auf dem Spektrumanalyzer, dann macht die Sache gleich viel mehr Spaß, finde ich. Gell? Man hat halt was in der Hand am Ende, ja? Nee, man hat sich überlegt, welche Kondensatoren, welche Spulen setze ich wohin, damit ich diese
Band. Genau, dann hat man es wahrscheinlich simuliert mit P-Spice oder was auch immer heutzutage Mögliche, ja. angesagt ist. Und am Ende sieht man das Ergebnis und sieht, dass die Realität zur Theorie halbwegs passt. Ja, Ja, nee, wirklich. Ja. Und wenn es dann irgendwo mal so einen Haken gibt, woran könnte es liegen? Was können wir verbessern? Ja. Das ist schon, ja, das ist aber das Erfolgserlebnis. Genau, ja. Das ist schon Ja. toll, ja. Und das macht halt Jahre Spaß, ja, in diesem Job. Ja. Es ist nicht nur was, wo man sagt, hey, mir hängt's raus nach 5 Jahren Berufsleben, das kann man ein Leben lang machen und gibt immer wieder was Neues zum Lernen und Ja, super. das ist schon auch wichtig, wenn ich zum Beispiel in meinem Studium etwas lerne, was man machen kann. Aber wenn ich ein praktisches Hardware-Ergebnis habe Ja, und sage, das passt, genau. ist doch toll. Toll, das ist immer das Erfolgserlebnis, das Ja. jeder Funkamateur auch sucht, wenn er sich selber eine einfache Antenne zusammenbaut und die dann, also im Kurzwellenbereich ist es natürlich um Welten einfacher als im SHF-UHF-Bereich, aber wenn es dann abgeglichen ist und es passt, dann, Funktioniert das? dann hat man was, ja, dann hat man was Kann ich geschafft. Zum Beispiel mal zeigen. Man freut sich und man ist vor allem wieder motiviert oder weiter motiviert. Ich weiß nicht, ob das was hier so drin ist, aber das ist zum Beispiel individuell dieses Teil. Genau, und einzeln abgeglichen, wahrscheinlich die Filter. Ist durchgemessen worden. Ja, Ja? Und stellen fest, okay, wir haben hier 0,5 dB, da wo es sein soll, und dann fällt es mit so und so viel dB pro Genau, Oktave ja. runter. Und das ist jedes einzelne ist einzeln abgeglichen. super. Ja? Und das macht natürlich ein kommerzielles Unternehmen, die also 100.000 Stück am Tag produzieren. Ja, nicht. die machen es schon, aber man zahlt es halt dann, gell? Ja, das ist richtig. Okay. Also, Ja. ich sage vielen Dank für die Einführung und Gerne. die Visitenkarte. Alpine Radio Waves. Ja, wo ist hier Juliet Hoteliste? Okay. Aber sexuell. Schaut mir mal an. Nein, Ich habe ich habe leider keine Karte. Das ist Einfach nicht schlimm. aufschreiben. Ich bin im Moment auch nicht online, aber wenn ich nach Hause komme, wir sind oben in Norddeutschland unterwegs an der niederländischen Grenze. Wenn ich wieder daheim bin, schaue ich es mir mal an. Ja, gerne. Ja. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Viel Ja, Erfolg. Viel ich sage Spaß. Dankeschön und Danke, hat Spaß gute gemacht mit Geschäfte. Ihnen. Genau. Vielen Dank. Dankeschön. Wir sehen uns noch. Ich bin jetzt hier gerade nur zu Gast. Wir sind da drüben, da oben steht so eine Flagge, DF0MU. Okay. Das ist die Clubstation dieser Universität, die das hier Da bauen. kommen wir ja auch noch vorbei. Da kommen wir gerne noch vorbei. Das ist allerdings nur theoretisch. Da werden die Leute, Morning G7. da sind die Leute animiert. TV Guys. Aber das lieber mal so. Sonst höre ich einen Jürgen. So, tut mir leid, ich will nicht unhöflich sein, aber Nee, verstehe ich auch, aber, hätte ich genauso gemacht. Nein, Jürgen dort macht ja ist es seinen so, eigenen das Stream. ist mehr so eine theoretische Darstellung. Da heißt es Amateurfunk studieren. Kann man das? ja. Ja? Nein, es ist natürlich eine ganz normale elektrotechnische und informatiktechnische Universität. Aber so ab dem 3., 4. Semester kann man durchaus Projekte machen, die sehr amateurfunknah Ja. sind. Ja, und von Wandfilter über Verstärker, über Anschlussmöglichkeiten oder so, die sehr amateurfunknah Genau, an der Theorie ändert sich ja zum Glück nichts, ob es im Amateurfunkband oder in dem kommerziellen Funkband Absolut, sich absolut. bewegt. Von daher kann man sich da gerne austoben. Und es sind viele, die sind weggegangen und hatten anschließend eine Amateurfunklizenz. Ja. Einfach so nebenher, wir sind auf einem, ich sag mal aus bayerischer Sicht, kleinen Berg. Ja, Ein paar hundert Meter hoch. Aber für das flache Münsterland ideal. Mit Hunderten von Kilometern Ausbreitungsbedingungen Ja. auf 2,70 Meter, Ja. Zentimeter, 23 Zentimeter Höhe und haben in Contesten keine schlechten Ergebnisse. Also ähnlich wie der Inselsberg ja, in Gotha. ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den UKW und SHF-Bereich in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, weil ich jetzt nach dem Wiedereinstieg ins Hobby mir zum ersten Mal auch eine Kurzwellenanlage leisten habe können. Ja? Ja, Also ich okay. meine, mit 16 da so vor 30 Jahren oder so war das Ja. alles unerreichbar. Ja. Und deswegen war das natürlich jetzt spannend. Aber es ist schade, dass auf Ultrakurzwelle und höher nicht so viel los ist. Ja. Es könnte viel mehr los sein, sage ich mal, weil es ja Aber mich wundert ein es hochinteressantes, spannendes Band. Ja. Ja, mich wundert auch zum Beispiel auf
exotischen Bänder wie 6 Zentimeter Ja. oder so, da ist Aktivität Ja. auch bei uns. Und wir haben dann so ein Sammelsurium von Leuten. Die einen machen Highspeed CW, die anderen machen Digitaltechnik, die dritten machen klassische Kurzwellentechnik. Also für jeden ist alles was dabei. Und das ist doch schön. Ja, super. Das macht ja auch den Muss ich Hemmspirit. mich auch mal kurz ins Bild setzen. Ja, Ich habe gerne. keine Ahnung, ob das mit dieser Kamera funktioniert, Ja, schauen wir mal. aber wir probieren es mal. Wenn es ein Ja. Video gibt, dann kann ich Bescheid sagen. Achso, Sie haben das Mikrofon. Genau, ja, wir Sind wir beim Du? Weiß ich nicht. Tobias, ja, Ja. hallo. Stefan. Gut. Delta Kilo 5 Oscar Mike. DL3 MHT. Okay. Das klingt nach München. Das stimmt, ja. Ja, ich habe 25 Jahre in München gewohnt. Gut, Zwischen Berg am Main und Trudewing am Ostbahnhof. genau. Ja. Okay. Ja, die 80er waren ja schon eine tolle Zeit für UKW mit Packet Radio. Da trauere ich ja immer noch nach, weil das Echolink kam dann auch. genau, das war das, was mich dann so richtig gepackt hat, diese ganze Ja. Packet Radio Geschichte. Ja. Und es gab ja ein riesiges Packet Radio Netz damals über ganz Deutschland Das und stimmt, es ja. war also mangels Kurzwelle konnte man dann trotzdem sich connecten und war irgendwann mal in Frankreich, also Ja, und hat mit irgendwelchen Leuten gechattet, also Wir es war haben- schon toll. Wir haben da oben im Münsterland eine Relaisstation, DB0 RTV. Der kann alles. Ja. Vom Echolink über digital, über RMS bis alles. Ja, und das ist schon irgendwie klasse. Ja. Du funkst dich ein und bist in Frankreich, bist in Japan, bist in den USA. Das Ja. ist schön. Ja. Okay. Also ich sage vielen Dank fürs Ja, Interview. ich sag auch Ich Dankeschön. hoffe, es klappt mit der Technik Ja. und dann Ihr habt Ja. dieselbe E-Mail-Adresse? Nein, Nein? nein. Dann schreibe ich mir das mal schnell auf. so, jetzt habe ich mal den zweite Mikro abgeschaltet. Und ich habe keine Ahnung, ob das hier funktioniert mit meiner Videoaufnahme, aber hey, ich bin durch den Eingang und am ersten Stand hängen geblieben. So soll es doch sein bei der Ham Radio. Okay. So, jetzt die Frage, mache ich weiter auf Deutsch oder auf Englisch? Hier sind wir am ACOM-Stand. Aber da ich ja hauptsächlich portabel unterwegs bin, mangels Faulheit und Platz, Faulheit im Sinne von Selbsterklärung abgeben, Platz im Sinne von rein Mittelhaus, ist jetzt ein ACOM Amplifier nicht etwas, was ich mir unbedingt zulegen will, aber die schauen schon geil aus, die Geräte. Also vom Like, your Look und Design, so wie die alten braun Hi-Fi-Anlagen. No Nonsense. It's making contact on Schön. the surface. Von der Designsprache gefallen mir die How many watts? 130. echt ganz gut, die ACOM-Geräte. Also sollte ich irgendwann mal in Versuchung kommen, nein, guckt euch das an. Das ist einfach ein schönes Gerät. Okay, I'm not gonna take a flyer. Otherwise I just forget everything I've said right now and buy one. Okay, und hier sind wir bei Funktechnik Date mit einem guten politischen Statement. Das sind hier Gebrauchtgeräte. Anybody needs a K3 that I don't know, does not look too bad price-wise. FTDX 9000, never heard of that one. Das wird ja ein Spaß, dieses Video zu editieren in Deutsch und in Englisch. Ich freue mich schon. Aber mal schauen. Ich hoffe, ich kriege zumindest ein 10 Minuten Video, das interessant ist. Hier raus, hier ist wieder der
famose Mobilfuß, mit dem ich so viel Spaß habe. Nein, der hat einen PL-Anschluss. Yeah, this is maybe something that I should get if I get a better 3/8-inch adapter for my C-Vips or ham sticks. That would be a reasonable purchase. Okay, and behind we have here Elecraft. Yeah, I need to win the lottery, but equally nice design as the Arcoms. I don't know, I'm a sucker for black boxes with nice buttons and white text. I think that was the con side about Jürgen's video yesterday. I watched his live stream, but if there are so many people around the stands, you only see the back side of the backpacks and not really the stands. So I have a extendable stick here, so I could extend the stick, but then my USB cable for the audio is too short. So let's see. I try to keep it in mind and also give you a view of the stands and not just people's back. So let's see. Here we have authentic diamond antennas. And Comet. I don't know. I think okay, and here is a IC705 finding a new owner. Okay, I think I've successfully lost Jürgen, but I'm pretty sure I'll find him again. Let's go on. No problem. Okay, so here we have, oh, that looks good. Books. Software-defined radio for me, the idiot, or is that a complete introduction? It looks interesting. You can see I'm already doing different kind of videos. I'm filming what interests me. Antenna notebook. I think I should definitely pick up a few antenna books here. So, jetzt sind wir wieder nach Englisch gefallen, aber quickly flick through. That's good. Also für jeden, der Probleme mit seinem State-of-the-Art Transceiver hat, hier Manuals. Das würde bei mir auf dem Thron Schrägstrich der Toilette, also neben der Toilette landen, dass ich immer nachlesen kann, wenn ich ein wichtiges Geschäft erledige. Novel antennas. This looks like a rhombus antenna. Aber ich muss zugeben, ich habe nicht einmal das ARRL-Antenna-Buch komplett durch. Aber eventuell sollte ich mir einen neuen Rothammel gönnen, weil der von meinem Vater hat sich schon in Einzelteile zerlegt und ist voller Post-its und Sticker und Markers und Sachen sind angekringelt. Yeah. Die Geheimnisse der Enigma. Das ist doch auch ein interessantes Buch. Also wenn die YL was sucht zum Verschenken an den OM, ich glaube, hier würde man auch fündig werden. So, jetzt bin ich hier beim ICOM-Stand gelandet. Hallo. Und
Und mir war nie klar, wie klein der IC 7100 ist. In den Fotos sieht der immer riesig aus, aber hier, guckt mal meine Hand. Mir war nie klar, wie klein das Ding eigentlich ist. Und die Base Unit hat ungefähr die Größe vom TS50. Also wenn man einen 7100 gebraucht irgendwo ergattern kann. Verkaufen die denn noch offiziell? Scheint so. Es würde hier nicht UVP stehen. Also es muss vielleicht nicht immer ein 7300 sein. Vor allem mit dem absetzbaren Display. Also kann ja ICOM viel vorwerfen, aber innovativ mit verschiedenen Designs waren sie schon immer. So, ich weiß nicht, ob euch das gefällt. I don't know if you like this. I'm doing here my commentary on the fly. Or if I should just shut up and walk through the aisles. Hallo, morgen. Okay, ich glaube, hier sind wir beim 905, wenn ich das so sehe. Genau. Mit der externen Unit hier. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, also schon eine Investition, gell? Aber wenn man im VHF, UHF, SHF-Band unterwegs ist, ist das natürlich schon ein Knaller, das Gerät. Und auf der anderen Seite kaufen sich Leute auch dicke Kurzwellenstationen, also super, dass ICOM auch im Bereich von 2 Meter und höher Innovationen liefert. Gut, ich gehe mal weiter und mache einen Jump Cut. So. Jetzt schauen wir mal zu Aronia mit ihren Realtime-Spektrum-Analysatoren. Wow, das ist außerhalb meiner Preisklasse, aber hey, wenn ich eine Firma wäre und Kurzwellen in UHF, SHF Equipment entwickeln würde, dann bräuchte ich eventuell so ein Teil. Also guckt euch das an. Da muss man ein paar Schritte zurückgehen, um das in seiner Grandiosität bewundern zu können. Wir haben wir hier 8 Monitore in so einer Curved Setup. Und das sieht man alles, was sich so tut hier auf dem Frequenzband. Was scannen die denn hier? Beeindruckend, oder? Also that stuff, wow. Okay, I think here in the middle you have the smaller USB-based logging systems. Guckt euch das mal an. Da könnten manche Ham-Radio-Programme was davon lernen, wie eine moderne GUI aussieht. Aber viele der Programme wurden natürlich auch schon vor 100.000 Jahren entwickelt. Also ich will jetzt nicht lästern. Ich finde FLDigi ein tolles Programm, aber guckt euch diese GUI an und dann denkt an die FLDigi GUI. Also wenn ich unendlich Zeit hätte,
unendlich Freizeit und nicht arbeiten müsste, dann wäre das doch mal ein worthy Task, die GUI auf einen halbwegs moderneren Stand zu bringen. Morgen. Okay. Danke. I think I'll leave before I spend money. Okay, ich glaube, hier sind wir dann bei der Fachhochschule Münster, die uns hier am Eingang empfohlen wurde, wo diese ganzen SHF, UHF-Geräte entwickelt wurden. Ich laufe hier mal langsam durch. Ihr könnt dann das Video pausieren und euch das durchlesen. Hi guys. Some big cameras, große Kameras hier. Und hier haben wir die IARC, Israel Amateur Radio Club. As you might know, I'm working in my day job for an Israeli company, so there are also Israeli amateur radio stations. Ja, ich hoffe mal, was soll ich zur aktuellen Situation in Israel und Gaza sagen? Am besten ich sage nichts und wir hoffen das Beste. Das ist schwierig. He's busy talking, so let's not interrupt. Stellen wir die nicht gerade im Gespräch. Ich schau mal weiter. Jetzt habe ich ja vorhin über das Packet Radio Netz der 80er geschwärmt und hier haben wir eine Karte über Hemnet, also quasi das WLAN-Netz der Funkamateure, wenn man es mal ganz einfach ausdrückt. Das wäre vielleicht auch etwas, womit ich mich beschäftigen könnte, wenn die Freizeit überhand nimmt. Und hier in meinem Bereich, wo ist München? München-Ebersberg. Da sieht man einen Link. Die Chancen stehen also gut, dass ich eine Hemnet-Anbindung an meinem QTA habe, wenn ich den Mast auf seine 6 Meter ausfahre und die Antenne oben montiere. Könnte man alles machen, mit viel Freizeit. Gut. Okay, so let's sneak around here. This looks like emergency radio trailer where you can quickly deploy a lot of stations to keep people in contact. And to tell you the truth, I'm completely ignorant about Notfunk, emergency communications, and I never know. Well, I can't judge if this is just. I mean, the guys who are doing it are serious, of course, but I'm not sure if. How should I say? If this is not just advertising amateur radio in public, and how much use is it really? Because you know how public entities are. There are these weird hams that drag out their handsets. So not sure. But there's a QR code
and I guess you can read up about Notfunk. Okay. Okay, so jetzt bin ich schon wieder ins Englische gestolpert. Ich habe das gerade gesagt, ich weiß nicht, wie man diesen ganzen Notfunk bewerten kann. Ich meine, es sieht super beeindruckend aus, was die Leute hier auf die Beine gestellt haben, aber dann ist natürlich immer die Frage, wie die Akzeptanz ist von öffentlichen Stellen, wenn da plötzlich die Funkamateure hier mit ihrem Notfunktrailer anrollen. Und bei so Geschichten wie Überschwemmungen und so weiter freuen sich die Leute wahrscheinlich über jeden, der eine Pumpe im Keller hat. Von daher, weiß nicht, ich kann es immer ganz schlecht einschätzen, wie sinnvoll Notfunk ist oder nicht sinnvoll. Gut, man sagt ja immer, wenn das Mobilfunknetz ausfällt, dann kannst du dein Handfunkgerät rausziehen. Schwierig. Ich habe echt keine Ahnung davon. Wenn wir hier nochmal den QR-Code finden, ich glaube, jetzt bin ich rumgelaufen, dann kann man da bestimmt nachlesen und sich aufschlauen. Und vielleicht soll ich einfach meinen Mund halten. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal den Mund halten. Da gab es doch mal einen Comedian, der auch ein bisschen abgedriftet ist in letzter Zeit. So, Moment, ich suche nochmal den QR-Code und dann gucken wir weiter. Genau, hier. Notfunkfrequenzen, ja, das sollte man vielleicht in Handy eingespeichert haben. So these are the emergency frequencies in ERRU region 1. Maybe these are the frequencies that you should put in your HF transceiver and in your UHF. Though I must admit I've never used one of the frequency slots to program a frequency in my HF rig. Okay, I think now I found something cool. There's some kids projects, linkyparts.com, and the kids can solder up a small PCB with LEDs, and looks like you can add a coin cell, and then you have can have fun. Look, it's even a cat. I approve. With the YouTube channel LabCat, I approve soldering LEDs to cat-shaped PCBs. So, jetzt waren wir schon wieder im Englisch. Tut mir echt leid, das ist ein einziger Durcheinander, dieser Stream. Aber ich glaube, hier vorne kann man die verschiedenen Kits sehen. Ich weiß nicht, ob die zusammengehören, aber hier sehe ich zumindest was leuchten. Und das sind natürlich tolle Projekte für Kinder. Und hier läuft auch ein 3D-Drucker. Ich weiß nicht, was der druckt. Aber ein Prusa Mark IV. Vielleicht sollte ich mir mal einen zulegen. Ich bin immer noch am Kämpfen mit meinem Sortrax M200, was wirklich ein ABS Workhorse ist, aber sehr langsam. Und ein Prusa wäre natürlich ein tolles Upgrade. Okay. Donations, jetzt sollte man da mal einen Zehner rein werfen zum Spenden. Das mache ich doch. So, ich muss mal kurz die Kamera aus der Hand legen. Okay, und wie man sieht, habe ich es in die Halle A3 geschafft. Ich glaube, A3 und A4 sind der Flohmarkt. Und hier ist es schon etwas
warm, wenn man es mal so sagen kann. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier ein bisschen besser was filmen kann von dem Zeug, was verkauft wird. So as I said, here we are in the flea market area. All A3, A4, and I try to catch a bit more what is sold here. Okay. Wow, here you get some really nice old radios. So the YouTube channel I've promoted would be Stunned, all these old radios. I think I'm walking in the wrong direction against everybody else. Ich glaube, ich laufe in die falsche Richtung, aber vielleicht sieht man jetzt hier ein bisschen. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht, dann können die Leute ausweichen und ich kann trotzdem den Tisch filmen. Hallo, servus. Sieht hier stellenweise aus wie die Werkstatt von meinem Vater. Mit Zeug, für das ich aktuell nicht so viel Verwendung habe. Servus. Oh, it's good if you're holding a camera. People are just escaping to get filmed. Haha, just kidding. Wow, that's big. Look at that. I think I have to give you a view of the madness here. And scarily enough, ich glaube Morten recht gehabt. Wir sind die Youngsters im Amateurfunkbereich. Alles, was unter 50 ist, gehört zu den Youngsters. Das ist mir auch schon länger nicht mehr passiert. Wir haben nur extern. Okay, und hier gibt es Zeug, um deinen alten Rechner aufzurüsten, wenn ihr irgendeine alte Möhre habt und noch DDR2 RAM braucht, kann man sich hier auch bedienen. Ah, hier gibt es a few old HP NUC style machines, so if you need to automate something with a small Ja, die investieren schon in mir. Drüber können wir noch. the small NUC style Ja. PC. Ja, wo schon Team, Not super powerful, but for small automation tasks. If you don't want a Raspberry for it. So, jetzt bin ich schon wieder im Englischen gelandet. Tut mir leid. Ich habe ja gesagt, hier gibt es ein paar NUCs oder so kleinere HP Elitebook Geschichten. Kann man irgendwas im Check automatisieren. Wobei die Frage ist, kauft man sich hier für 80 was gebraucht ist oder kauft man sich einen Raspberry Pi, wenn man einen kriegt. Oh, hier Vakuumkondensatoren für Magnetic Loops.
Magnetic-Loop bauen will, wird man hier vielleicht fündig und kann einen schönen Vakuumkondensator abstauben. Ja, ja. Okay, ich glaube, ich halte mal den Mund und wir laufen einfach mal so ein bisschen durch. Sieht nach. Einer auf der Suche nach Schätzen, hält schon einiges in der Hand, sehr gut. Ordentliche Knöpfe. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Video editieren werde. Wahrscheinlich einfach immer die andere Sprache als Subtitle oder alles komplett zweisprachig mit Subtitle. Das wird ein Spaß. Ich freue mich schon. Okay. Ich glaube, hier ist ein bisschen Catering in der Mitte. Das ist vielleicht keine schlechte Idee, dass ich dann nachher mal eine Pause mache, wenn ich hier fertig bin mit der Halle. Ich weiß auch nicht, ob ich das alles filmen soll. Ich glaube, ich höre mal auf und schalte wieder ein, wenn es was Interessantes gibt. Okay, so I looked around a bit. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut. Und was ich sagen kann, du kriegst jeden Stecker, Adapter, Kabel, Schalter, den man sich wünschen kann. Natürlich unendlich viele alte Geräte auch. Oder hier Second/Third-Hand Messequipment. Aber zwischen all dem Zeug findet man manchmal auch was Interessantes. Jetzt hier zum Beispiel. Das scheint 1 Meter zu sein, um die Netzfrequenz zu testen. Klappert ein bisschen, weiß nicht, ob das soll oder ob es kaputt ist. Aber ich gehe mal davon aus, wenn man das an 110/220 Volt Wechselstrom Mains anschließt, sieht man hier die Abweichung zu 50 Hertz Frequenz. Sieht doch cool aus. Ich weiß nicht, warum das hier so eine Reset-Taste hat wie eine Stoppuhr. Nicht, dass ich sowas brauchen würde, aber es ist ein interessantes Gerät. Sieht doch schick aus. Gut. Und hier vorne habe ich noch ein paar nette Telegraphen gesehen. Kann man auch mal anschauen. Also wer auf Brass und Holz steht, wird hier fündig. Das hier mit einem Spiegel. Irgendwas. Okay. Hier gibt es die alten Schätzchen. Glaube ich, ein kleines Schnäppchen gefunden. Wer auf VFD-Displays steht, 6 Euro und 5 Euro mit RS232 Interface. Das hört sich doch
vernünftig an. Und hier LCD-Displays auch relativ günstig. 18,50 wahrscheinlich. Das finde ich vernünftige Preise. We are in Connector Heaven, so im Connector Paradies. Alle möglichen Stecker, Buchsen, Adapter. Leider habe ich noch keinen KX3 voll ausgebaut für 400 € gefunden. Überlegt, ob das diese berühmten Stecker für das Bird-Wattmeter sind. Aber ich weiß es nicht wirklich, wozu die gehören. Okay, I just filmed a bit of the surrounding. Und wahrscheinlich ist das Audio komplett untersteuert oder übersteuert. Weil das habe ich natürlich nicht getestet. Ja, eine ordentliche Funkenstrecke. Proper spark gap from Siemens. This is what you need for your powerful experiments. Okay, ich glaube, ich arbeite mich nochmal durch A3 durch hier. Und mache dann eine strategische Pause. Hier alte Laptops. Alles gut, danke. Alte, schwere Lenovo-Schätzchen, unzerstörbar. Naja, mit XP mach lieber ein Linux drauf. Aber hat natürlich noch klassisch alle Anschlüsse auf der linken Seite und kein USB-C, everything. So, wie man sieht, wäre ich hier schon schneller, nachdem ich im Schneckentempo durch die ersten 3 Reihen gelaufen bin. Aber ich glaube, man muss hier ein bisschen scannen. Das Solarzelle auf flexiblem Untergrund. 40 Watt für, naja, 100 €. Weiß nicht, ob das. Ich glaube, hier war ich schon. Ich muss eine Reihe weiter. Oh. Oh. Ein Steckeradapter wäre natürlich
immer gekauft. Aber ansonsten sehe ich jetzt nicht den Stand, wo sich die Leute drum reißen. Oh, look at that. Noch ein FDK Multi 2000, so wie ihn mein Vater hat, den ich auch noch restaurieren muss. Sieht der besser aus wie der, den ich habe? Von vorne nicht wirklich. Kein Kratzer. Könnte man sich natürlich theoretisch mitnehmen. Dann habe ich aus 2 mach 1. Aber will ich dieses Projekt wirklich starten? So, hier haben wir ein paar gebrauchte Geräte. Das ist 59. Da steht gleich gar kein Preis dran, sicherheitshalber. Okay, und hier sind wir noch ein paar Jahrzehnte älter. Pole-Kits und Trapped-Depots und Ballons. Ja, Leergehäuse. Mal gucken, wie sieht das aus preislich. Ja, das sieht doch vernünftig aus. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist ein Metallgehäuse. Für den Preis könnte man sich ein paar mitnehmen. Jetzt sind wir bei den Morsetasten gelandet. Das ist nicht der Bengali-Stand, glaube ich, aber hier gibt es auch schon ein paar schicke Tasten. Kostet natürlich gleich wieder ein paar Euro. Schöne blaue Morsetaste für 120. Don't do it, Tobias. Don't do it. Ich sollte erstmal ein paar CB-QSOs mit QMX fahren, bevor ich hier teure Morsetasten kaufe. Ah, it smells like old radio. Hier gibt es Hochspannungskondensatoren. Jetzt sollte ich mal richtig gute 100 Pico Fahrradkondensatoren kaufen. Nein, natürlich ausverkauft. Das sind die Dinger, die man normalerweise immer in sein Enfed Halfwave Un einbaut. Wie schließt man die an? Mit M5 Schrauben. Wobei ich zumindest in meiner Umgebung die Erfahrung gemacht habe, dass 120 Pico Fahrrad eigentlich besser ist für Enfed Halfwave. So ein Ticken höher. Boah, die Temperatur steigt hier rapide. Hi. Schöne Morsetasten. Bitte? Schöne Morsetasten. Ja, klar. Machen Sie auch CW? Ich versuche wieder reinzukommen, aber es gestaltet sich. Eben etwas und so, das geht. Genau. Da geht es schneller, glaub mir. Ja.
Hallo. Bekannter hat sich eine Bengali gekauft, jetzt muss er CW lernen. Bengali. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Hast du bezahlt? Welche Bengali hast du gekauft? Ich nicht, ein Bekannter von mir, Ah, der wollte auch CW wieder lernen. Bengali ist zu teuer. Ja, Meine Taster ist billig, darum ich wollte nicht so viel nehmen. Ich bin Rentner. selbst gebaut? Selbst gebaut. Super, Komplett. ja, Ja, ich habe im Keller eine schöne kleine Werkstatt. okay, Ja. Das ist alles. das ist gut. Gut, schön. Und preislich? Darf ich natürlich auch fragen. Preislich? Geistlich. Wie viel du für... Mit was kostet? Ja, genau. 120 Euro. Ja, das geht. Das ist ja, Geht. Nicht teuer. das kann man sich leisten. Die ist etwas kleiner, aber Ja. trotzdem ganz gut. Gut, ja. Präzise. Super. Sehr, sehr präzise. Das ist wie Bencher. Ja. Habe ich etwas Wechsel hier, diese Dinger. Original Bencher, wenn drückst du so, alles geht das auseinander. Ja, Alles. ja. Ich habe Blockieren hier mit schönes Schraube und so, das kannst du egal was. Ja, gut, vielleicht werde ich doch noch schwach. Ich laufe noch mal durch, vielleicht komme ich noch vorbei. Okay. Vielen bis Dank. dann erstmal. Ich muss ein bisschen sacken lassen alles, gell? Sind Sie eine alte? Dankeschön. Danke, bitte. Okay. Ich glaube, ich hätte den Namen erkennen sollen. Wenn Chemo draufsteht, sollte man eigentlich wissen, dass es gute Morsetasten sind. Naja, manchmal bin ich nicht so schnell. Okay, ich glaube, hier sind wir jetzt in der DIY-Sektion gelandet. Ich glaube, meine Batterie der Kamera macht auch bald schlapp. Dann mache ich eine Zwangspause. Aber will ich eine Zwangspause in der Sonne machen, um sie wieder aufzuladen mit dem Solarpanel? Vielleicht nicht. Das war von deiner Familie. Da war ich 14 Jahre alt. Und hier wieder altes Messequipment. Ich muss sagen, meine Firma hat mal diverse Labs ausgeräumt und was da alles im Müll gelandet ist. Unglaublich. Und ich denke mal, das ist alles, was so ausgemustert wurde von den Firmen und von irgendwelchen Verwertern. Bulk aufgekauft wurde. Was ist denn hier? Einen kleinen Funktionsgenerator bis 1 Gigahertz wäre natürlich was fürs Lab. Aber ob man hier ein Schnäppchen macht, ich weiß es nicht. Weil die Geräte sind ja wahrscheinlich auch alle aus den 80ern. Da kauft man sich vielleicht besser irgendwas Neues, so Rigol Funktionsgenerator mit einem TFT-Display oder sowas. Kommt natürlich auf den Preis an. Ich meine, wenn der hier jetzt 50 kostet anstatt 200, dann kann man ja mal mitnehmen. So, jetzt habe ich schon fast geschafft, 10 Minuten in Deutsch zu reden. Eine Telex-Maschine. Hallo. Wer schon immer mal eine Chiffriermaschine haben wollte, wird hier fündig.
cool. Das ist hier so ein Nachbau. But this is an LMP, right? That is a touring machine. Touring bar. Touring bar. Did you see it working? Just leave that here. It's for Boah, ich glaube, ich muss hier raus. It's much too hot and I have to check if Kjetil made it to Friedrichshafen or if he's stuck in the traffic jam somewhere on the Autobahn. Also sie gehörte zum lebendigen Fleisch, da hat er nichts gegen. Ne? Das war unschlagbar. Ja. Ich muss sagen, ich filme hier auch viel zu viel. Ich werde das alles auf ein 10 Minuten Video oder vielleicht auf 2 mal 10 Minuten runterkürzen müssen. Dann bin ich das nächste halbe Jahr mit Editieren beschäftigt und dann kratzt die Ham Radio niemanden mehr. Tokyo Ham Fair ist, glaube ich, auch im August. Hallo! Magnetisch für 140. Ja, also ich denke mal im Bereich zwischen 100 und 200 könnte man schon den guten Pedal bekommen. Oh, hier sollte ich vielleicht mal zuschlagen. Bausatz für Kondensatoren. Wieder für Magnetic Loop, wenn man sich keinen Vakuumkondensator leisten kann. Das ist doch nicht schlecht. Kostet natürlich auch ein bisschen. Hier kein KX3, aber ein K3. Für schlappe 1300 kannst du dir auch einen FTDX, wie heißt der neue, 10 kaufen. Okay, meine Konzentration lässt hier auch ein bisschen nach, muss ich sagen. Ich mache die Halle fertig und dann wird es Zeit für eine ausgiebige Mittagspause, glaube ich. So my concentration is gone. I'm just wandering through, not paying attention very much. Whew. And the temperature is getting hotter and hotter. I think in the afternoon it will be unbearable, and there's still a second hall full of flea market stuff. Ich glaube, es gibt noch die Halle A4, die auch Flohmarkt ist. So, was habe ich denn gesehen, was ich kaufen könnte? Die Bücher da am Eingang sahen ganz interessant aus. Diese Antennenbücher. Und da vorne sah ich schöne Epoxid PCBs, Devboards basically, um Sachen zu bauen für 3 Euro. Da könnte man sich auch mal 3-4 Stück mitnehmen. Adapter und Kabel in unendlichen Variationen. Aber das ultimative Flohmarkt-Schnäppchen ist mir noch entgangen. Ah, hier bleibe ich stehen, hier gibt es Luftzug. Okay, wir haben noch eine Reihe, dann haben wir es geschafft mit der Halle A3. Oder ich habe es geschafft zumindest. Ich glaube, das ist nicht so meine Kragenweite. Oh, Widerstandsdekade vielleicht. 15 Euro, das geht.
Kann man machen. Manchmal zum Testen ganz gut, wenn man den Vorwiderstand einer Leuchtdiode empirisch ermitteln will. Ohne sie zu grillen, wie ich das gemacht habe beim letzten Bauprojekt. Wo bin ich denn hier gelandet? Leicht im Gerätemittelalter. Ja, ich glaube, da muss man mit solchen Geräten aufgewachsen sein, dass man sich da einen Used Drake kauft und den restored. Da stehen gleich gar keine Preise dran, aber wenn man irgendein altes ICOM Zubehörteil braucht, vielleicht hat es der. Eieiei. Unglaublich, was sich die Leute für Arbeit machen, wirklich uralte Teile zum Flohmarkt mitzunehmen. Aber das ist ja immer so, nicht nur beim Amateurfunk-Flohmarkt. Manchmal fragt man sich, will man das ein halbes Jahr lang alle 6 Monate zu irgendeinem Flohmarkt tragen, das Zeug, oder schmeißt man es einfach weg oder gibt es ins Recycling? Das soll jetzt nicht zu despektierlich klingen für die Leute, die sich hier die Arbeit machen, aber hier. Das wollte ich sagen. Genau. Manchmal wundert man sich, wie viel Energie und Arbeit die Leute in den Flohmarkt stecken. Aber es kommt halt immer darauf an, wie viel Freizeit du hast. Und wenn Flohmarkt gehen dein Hobby ist oder Flohmarkt ausrichten und Zeug verkaufen, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. So, jetzt sind wir, glaube ich, wieder bei der Enigma gelandet hier hinten. Ich glaube, hier sind wir bei den Schallplatten. Und wieder ein paar Manual Keys. Hier könnte man sich für den Einsteiger, wobei ich gar nicht weiß, was ich einem Einsteiger raten sollte, ob er CW mit einem Pedal lernen soll oder mit einer klassischen Taste. Kommt aufs individuelle Rhythmusgefühl an, würde ich sagen. Gut, so, ich muss hier raus. Es ist einfach zu warm. Ich weiß nicht, ob ich meine Kamera aufladen kann oder ob es das dann war mit meinem Ham-Radio-Rundgang. Gucken wir mal. Aber Kjetil persönlich zu treffen, steht auch noch auf der To-Do-Liste. Okay, I have to get out here. It's hot, very hot. Okay, here's something interesting. Inspection microscope. Ja, so ein Andon Star gekauft, aber hier, das sind Oldschool. Zoomen. Ich glaube, der macht auch Auto Sharpness. So, wenn man den Platz hat und im Auto da ist. 350, weiß man nicht. Könnte
okay sein. Ist vielleicht schon an der Grenze zu dem, was für mich persönlich Sinn machen würde, auszugeben für so ein gebrauchtes Gerät. Aber ich bin ja auch ein Amateur und weiß nicht, was das früher gekostet hat und was es jetzt noch wert ist. Ich kann bloß sagen, was es mir wert ist. So. Ha. So, Zeit für eine Pause, würde ich sagen. Okay, das war der erste Teil meines Ham Radio Rundgangs. Das hat sich ein bisschen gezogen. Die Halle A3 hat mir ein bisschen den Rest gegeben, aber im zweiten Teil wird es ein bisschen entspannter. Da treffen wir Jürgen wieder. Da treffen wir Kjetil, der es zur Ham Radio geschafft hat, und auch Mihai und seine Tochter. Wir haben also eine echte YL im Video. Das wird also der entspanntere Teil. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, und ich weiß auch nicht, das ist mein allererstes Video, was ich hier so in einem Mischmasch aus Englisch und Deutsch aufgenommen habe. Ja, ich werde einfach an den Likes oder Dislikes sehen, ob ich das beibehalte oder ob das ein einmaliges Video bleibt. Okay, and now I have to say exactly the same again in English with my scatterbrain. Yeah, so that was the first part of my Ham Radio walkthrough. I hope you liked it. The whole A3 was a bit of a challenge, incredibly hot, no air conditioning, and you can really see it in the video quality. It goes downhill after a while, but hey, the decision was, do I cut it down to just some key highlights, or do I give you the full immersive ham radio experience? And well, as I'm incredibly bad at editing videos, doing the latter was easier for me. So you get everything and you have to use the fast forward button. I hope that's okay. So the second part of the video will be a bit more relaxed. We will meet Jürgen again. We will meet Kjetil, who made it to the ham radio. And we will also meet Mihai and his daughter. So we will have a real YL in the video. And if you liked it, give it a big thumbs up. That's the first time I ask for something like that. But it's also the first time I do a video in a mishmash between German and English, and I have to figure out if people like that, or if this is a one-time event and I go back to full-time English videos later. But I think for the ham radio 2024 it made sense to try to make it bilingual. Okay, so stay tuned for the second part. Also bis zum zweiten Teil. Servus!